Aktion ohne Ende bei Recycle in St. Wendel. Heute hat's die Rennräder getroffen. Denn auch die müssen Platz machen für neue Ware. Grüß dich, Nico, hallo. Grüß dich, hallo. Die Ware muss raus, neue kommt. Richtig, so sieht's aus. Auch die Rennräder und Querfeldein oder Crosser genannt, betrifft es genauso. Und die neuen Modelle kommen und wir brauchen Platz. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt hier keine, ich nenne es mal ein bisschen despektierlich, Ramschware, ganz im Gegenteil. Nein, ganz im Gegenteil. Also gewisse Modelle, wie du jetzt hier auch gerade zeigst, das Prestige von Stevens beispielsweise oder das Vapor sind Modelle, die zu 220 oftmals gegebenenfalls sogar nur mit minimalen Änderungen durchlaufen. Und die Bestandsware, die wir hier noch haben, bieten wir jetzt noch zu attraktiven Konditionen an. Und betrifft wie gesagt halt Stevens-Modelle und halt auch Cube-Modelle. Vereinzelt haben wir auch noch einen Scott. Da sind aber schon die meisten auch wieder weg. Auch hier heißt es wieder, wie bei anderen Aktionen auch schon, ja, auf jeden Fall schnell sein, denn was weg ist, ist weg. Nico hat es gesagt, die Ware muss Platz machen für die neue Ware, die dann kommt, für die kommende Saison. Aber trotzdem hat man auch im kommenden Jahr noch hier ein richtig hammergeiles Rennrad oder eben ein Crossbike. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt keine großen Veränderungen zum nächsten Jahr und sind die Produkte ja auch schon bekannt. Das meiste sind Farbänderungen, auch im Komponentenbereich ändert sich nicht so viel und von daher kann man jetzt hier wirklich noch ein Schnäppchen machen, wirklich Euros sparen und das mit natürlich weiterhin guter Beratung, das ist uns wichtig. Also das Rad muss passen, es bringt nichts, wenn man jetzt sagt, oh super Preis, aber ist eigentlich 2 Nummern zu groß. Das sollte es nicht sein. Wir beraten genauso wie mit jedem anderen Rad halt auch. Und es muss am Ende passen und das ist das Wichtigste. Vielleicht gehen wir mal kurz ein bisschen durch, was hier gerade noch aktuell da ist. Zum Beispiel hier das Rennrad von Cube. Genau, das Attain SL Disc ist im Prinzip ein Einstiegsrennrad aus der Attain-Serie. Hier haben wir einen Aluminiumrahmen, aber auch schon eine hydraulische Scheibenbremse. Also die Scheibenbremse nimmt ja immer mehr Einzug im Rennradbereich. Wir kennen das eigentlich mehr noch so aus den hochpreisigen Lagen, aber selbst auch die Einstiegsmodelle haben mittlerweile Scheibenbremse. Wir distanzieren uns ganz klar von der mechanischen Scheibenbremse. Das wäre nochmal ein Preispunkt weiter unten, weil erst mit dem hydraulischen Produkt wird es eigentlich interessant und die Performance und auch die Leistung, die sie bringen sollte, kommt dann wirklich zum Tragen. Und das mit einer kompletten 105er Schaltgruppe jetzt ausgestattet, statt 13,99 für 12,49 ist mehr als ein faires Angebot. Das haben wir natürlich auch durchaus ein bisschen hochwertiger, jetzt gerade mal im Bereich von Scott mit dem Modell hier, das Addict. Addict ist im Prinzip eine Serie, die etwas komfortabler getrimmt ist, also keine extreme Race-Geometrie, gerade für diejenigen, die sagen, okay, ich würde schon ganz gerne Rennrad fahren, aber die Sitzposition sollte jetzt nicht wie der Affe auf dem Schleifstein sein, sondern ein bisschen moderater, ist gerade durch das erhöhte Steuerrohr hier die Sitzposition etwas kompakter und aufrechter und das ist auch der Trend, wo es halt einfach hingeht, die Geometrien so zu verändern, dass wir wirklich eine kompaktere und aufrechtere Position haben. Also es wird kein Hollandrad, aber gerade auch die älter gewordenen, die auf ihre alten Drahtesel so nicht mehr draufpassen oder nicht mehr runterkommen, haben jetzt mit den neuen Geometrien wirklich viel mehr Möglichkeiten, auch länger Rennrad zu fahren. Schlussendlich ist das Rennrad ja auch mit das sportlichste Zweirad, was wir haben, was ganz klar kompromisslos nur für die Straße gedacht ist. Oder wiederum, man geht halt auf den Crosser als Querfeldein-Rad, wo ich dann wirklich auch Waldwege, Schotterpisten auch ohne Probleme nutzen kann. Und das mit der Geometrie eines Rennrades, mit dem Rennlenker natürlich dann halt auch. Übersetzungsbandbreite ist ein bisschen anders, weil es natürlich ein bisschen geländegängiger sein muss, gerade was Steigungen und so halt auch angeht. Und da bieten wir auf jeden Fall noch einige interessante Modelle. Ich wollte gerade sagen, ist sehr interessant, vor allem auch hier der Cyclocross-Bereich, der ja eigentlich so ein neuer Bereich ist, der jetzt so nach und nach im Kommen war. Naja, den Cyclocross-Bereich gibt es schon ein bisschen länger. Also wir haben ja unter anderem hier in St. Wendel auch schon einige WM-, EM-Läufe gehabt in diesem Bereich als Querfeldein. Ist natürlich Holland, Belgien auch sehr, sehr bekannt als Sportart. Bei uns ist es immer ein Randprodukt, ganz klar. Aber dennoch gerade auch Stevens oder auch Cube bieten hier eine große Kollektion halt auch an. Stevens ist sehr engagiert im Radsport oder beziehungsweise im aktiven Radsport in dem Bereich. Das heißt also gerade auch was Geometrien angeht, sind sie wirklich sehr erfahren und bieten hier wirklich tolle Produkte an.
Das auf jeden Fall noch mal ein kurzer Überblick auf eine kleine Auswahl. Natürlich gibt es noch viel mehr von Rennrädern und Cyclocross-Rädern hier jetzt zu aktuellen super Angeboten. Wir gehen aber noch ganz kurz runter, weil eine Sache müssen wir uns noch anschauen, die jetzt vielleicht nichts damit zu tun hat, weil grundsätzlich Rennrad und E-Bike. Richtig. Passt das überhaupt zusammen? Passt zusammen. Ich zeig's dir. Genau, das müssen wir uns nämlich auf jeden Fall noch anschauen. Gleichzeitig können wir auch mal einen kleinen Blick nochmal hier in den Verkaufsraum hier von Recycle in St. Wendel werfen. Und da ist es auch schon. Also, ich muss sagen, ich fand es direkt echt abgefahren. Ja, willkommen in der neuen Welt. Jetzt auch im E-Bike-Bereich, im Rennradbereich. Ne? Das heißt also hier das sportivste Zweirad, was wir haben, jetzt aber dann auch mit Unterstützung. In dem Fall mit einem Fazua-Antrieb. Fazua ist jetzt was ganz anderes wie Bosch, Shimano, wie das, was die meisten Leute kennen. Der Motor ist natürlich deutlich kompakter. Die Einheit sieht man auch hier. Das ist die komplette Akkueinheit, das, was hier schwarz dargestellt wird. Und hier unten sitzt im Prinzip die Motoreinheit. Du siehst sie jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen besser, wenn du auf die andere Seite kommst. Weil mehr wie das hier ist es schlussendlich eigentlich nicht. Das heißt, der Antrieb läuft komplett über die Welle an sich und der Akku ist direkt damit verbunden. Heißt in dem Fall jetzt aber auch, ich kann den Akku entnehmen und das Rad auch ohne Akku fahren. Das heißt, ich habe immer noch ein klassisches Rennrad, weil der Akku hat ja auch ein gewisses Gewicht. Der Antrieb ist komplett antriebsfrei. Das heißt also, wir haben kein Getriebe, was dazwischen hängt oder sowas. Und dadurch habe ich immer noch zwei Räder. Einmal ein klassisches Rennrad, was natürlich im Verhältnis minimal schwerer ist wie ein normales Rennrad, aber dann auch in der Verbindung mit E-Bike wirklich eine tolle Geschichte. Und gerade auch für die, die vielleicht ein bisschen älter geworden sind und sagen, Mensch, ich fahre gern Rennrad, aber so gewisse Anstiege, die packe ich einfach nicht mehr, ist das die Ergänzung dort dazu und macht halt wirklich viel, viel Spaß. Und das ist ja das, was es schlussendlich eigentlich ausmacht. Es soll Spaß machen und es geht dann auch nicht mehr um das letzte Zehntel an Zeit. Ich glaube, da sind die meisten dann auch drüber hinaus und das macht halt wirklich anders Spaß. Auf jeden Fall, ich finde es wirklich mega abgefahren. Also jetzt erstmal nur als du mir das vorhin erzählt hattest, dachte ich zuerst, ja klar, Rennrad, E-Bike. Also es wollte in meinem Kopf nicht ganz zusammengehen, aber also optisch echt, also mir gefällt es, ich finde es richtig, ja, ich sag's einfach mal, ich finde es geil. Und natürlich interessant, der Preis natürlich auch hier aktuell für 4.999. Ja, Nico hat schon einiges erzählt dazu. Ja, ich glaube, da muss man einfach mal bei euch vorbeikommen, sich dieses geniale Gefährt, nenne ich es mal genauer anschauen. Richtig, gerne. Also sowas kann auch gerne mal Probe gefahren werden, weil viele kennen sowas natürlich halt auch nicht. Und gerade auch in dem Thema Rennradbereich sind noch nicht so viele Händlerkollegen unterwegs. Wir haben bewusst halt jetzt auch mal sowas hingestellt, A, um zu zeigen, dass es sowas gibt und B, natürlich halt auch, weil die Nachfrage gerade in den letzten 2 Jahren danach wirklich stark gestiegen ist und auch die Hersteller immer mehr dazu übergehen, auch Rennräder im E-Bike-Segment anzubieten. Es ist immer noch eine kleine Nische, aber dennoch ist es ein gewisser Marktanteil und den bedient Cube jetzt in diesem Fall wirklich sehr, sehr gut. Der Fazua-Antrieb ist wirklich ein tolles Produkt, ist ja auch bei anderen Herstellern mit verbaut und wenn man sieht, wie die Firma entstanden ist, ist es wirklich eine Wahnsinnsentwicklung, gerade im Falle von Fazua. Klasse, also ein tolles, ja, ich wiederhole mich, es ist ein tolles, mega geniales Gefährt. Und wir sehen nicht nur tolle Aktionen, vorwiegend so für den Warenwechsel hier bei dir, bei euch, nein, auch richtig, ja, zukunftsweisende neue Hightech-Räder. Genau, richtig. Wir versuchen immer das da zu haben, was der Kunde natürlich halt auch wünscht. Das treffen wir nicht immer, aber wir sind lösungsorientiert und das ist der entscheidende Punkt. Wie gesagt, die neuen Räder stehen auch in den Startlöchern schon und wir brauchen jetzt einfach mal noch ein bisschen Platz. Genau, und da zeigen wir es mal, denn aktuell ist noch alles gut gefüllt. Es ist noch für jeden was da. Trotzdem, wir haben schon erfahren, für einige Modelle muss man einfach schnell sein. Deswegen verrät Nico jetzt auch nochmal ganz schnell, wo man ganz schnell hin muss. Genau, ihr findet uns also dementsprechend in St. Wendel, in der Linksweiler Straße 27a, direkt neben der Shell-Tankstelle, Nähe B41. Oder in Riegelsberg, in der Saarbrücker Straße 171, direkt nähe Kaufland. Einfach vorbeikommen und sich eins der tollen Angebote mitnehmen und sich auf jeden Fall mal anschauen, auf jeden Fall. Das ist das Mindeste, was man hier machen muss. Nico,
Vielen Dank, wieder tolle Sachen gezeigt und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich sag bis dann, ciao. Alles klar, danke, ciao.